Diese unglaubliche Geschichte ereignete sich im Bundesstaat Virginia in den Vereinigten Staaten. Mason und Catherine heirateten im Alter von 19 Jahren. Einen Monat nach der Hochzeit erfuhr Catherine, dass sie schwanger war. Das junge Paar war überglücklich und begann sich auf die Ankunft ihres ersten Kindes vorzubereiten. Sie richteten ein kleines Zimmer für das Baby ein, besorgten einen Kleiderschrank, ein kleines Bett und Spielzeug, um den kleinen Neuankömmling willkommen zu heißen. Sie konnten den Nachwuchs kaum erwarten und freuten sich bald, eine kleine Familie zu sein. Zu diesem Zeitpunkt konnten sie nicht ahnen, was später passieren sollte. Als die Zeit für die Geburt gekommen war und Catherine dringend ins Krankenhaus musste, rief Mason einen Freund an, damit dieser die beiden mit dem Auto fahren würde. Doch sein Freund erklärte, dass sein Auto eine Panne hatte und nicht fahrbereit war. Daraufhin wurde der junge Mann nervös und rief sofort einen Krankenwagen. Leider kam dieser jedoch so spät, dass Catherine völlig zusammenbrach, während ihr Ehemann sie immer wieder umarmte und versuchte, sie zu beruhigen. Als die Rettungskräfte eintrafen, wurde Catherine sofort ins Krankenhaus gefahren und umgehend in die Entbindungsstation gebracht. Mason wartete ungeduldig, voller Sorge um seine Frau und das erwartete Kind. Nach einiger Zeit kam die Krankenschwester heraus und teilte ihm mit, dass Catherine nicht in der Lage war, auf natürlichem Wege zu gebären. Eine Operation war notwendig. Diese Nachricht beunruhigte ihn sehr. Nach langem Bangen kam der Arzt schließlich etwa 5 Stunden nach der Operation mit einem besorgten Gesichtsausdruck heraus. Er erklärte Mason bedrückt, dass seine Frau während des Eingriffs verstorben war, aber der kleine Junge in letzter Sekunde gerettet werden konnte. Mason war schockiert und begann so laut zu schreien, wie er nur konnte. Er konnte es nicht fassen, dass seine geliebte Frau, mit der er sein restliches Leben verbringen wollte, für immer fort war und nie wieder zurückkehren würde. Für den Mann brach eine Welt zusammen. Eine schwarze Wolke überschattete das Leben des bisher so glücklichen Menschen. Es schien, als würde alles, was er bisher aufgebaut hatte, auf einmal wie ein Kartenhaus in sich zusammenfallen. Zwar ging er später gemeinsam mit den Ärzten zu seinem weinenden Sohn in den Raum, doch der Vater wollte ihn nicht sehen. Er weigerte sich, das Kind mitzunehmen. Die Krankenschwestern versuchten ihn zu beruhigen und erklärten, dass sie seine Trauer nachvollziehen konnten, aber nun trage er eine große Verantwortung für das Kind. Als der Arzt bemerkte, dass der Vater sich in einer schwierigen psychischen Verfassung befand, bat er die Krankenschwestern, ihm das Baby nicht zu geben, um mögliche Risiken zu vermeiden. Stattdessen schlug er vor, dass Mason nach Hause gehen und in einer Woche zurückkommen könne, um das Baby abzuholen. Eine Woche später dachte Mason jedoch gar nicht daran, das Kind bei sich aufzunehmen. Als das Krankenhaus ihn anrief und mitteilte, dass er seinen Sohn abholen könne, erklärte er weiterhin, dass er das Baby nicht sehen wollte. Das Krankenhauspersonal war überfordert, da sie mit einer solchen Situation zuvor noch nie konfrontiert worden waren. Als Catherines Großmutter von dem Vorfall erfuhr, zögerte sie nicht und fuhr sofort ins Krankenhaus. Sie nahm das Baby mit zu sich nach Hause und kümmerte sich liebevoll um den Kleinen. Sie sorgte dafür, dass es ihm an nichts fehlte und kaufte ihm alles, was er brauchte. Zunächst versuchte sie Mason zur Vernunft zu bringen und ihn zu überzeugen, sich um seinen Sohn zu kümmern, doch er lehnte weiterhin ab und ignorierte ihre Bemühungen. 4 Monate später entschied die Großmutter, den Mann mit dem Kind zu besuchen und machte sich auf den Weg zu seinem Haus. Doch sie fand ihn dort nicht. Als sie nachfragte, erzählte ihr einer der Nachbarn, dass er oft zu den Bahngleisen in der Nähe eines Waldes ging und dort saß. Die besorgte Großmutter lief sofort zu diesem Ort, um nach dem Ehemann ihrer Enkeltochter zu sehen. Als sie ankam, sah sie den Mann auf den Gleisen sitzen, eine Flasche Wein in der Hand. Die ältere Frau näherte sich und versuchte mit ihm zu reden, doch er schien nicht klar denken zu können und weigerte sich ohnehin, ein Gespräch zu führen. Sie setzte sein Kind auf seinen Schoß, doch er reagierte nicht. Die Großmutter verlor die Hoffnung, den Mann umzustimmen, und entschied sich, zurück zu ihrem Haus zu gehen. Dort wartete bereits ihr Terrier-Mischling, der jeden Tag mit dem Baby spielte. Es war ein aufgeweckter junger Hund, der Kinder liebte. Manchmal sagte die Dame, dass der Hund der bessere Vater für das Kind war. So lebte das Baby glücklich mit dem Hund und seiner Urgroßmutter im Haus. Die Dame akzeptierte, dass der Vater nicht in der Lage war, sich um das Kind zu kümmern, und bemühte sich nicht weiter um ein Gespräch mit ihm. Doch nun nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung. Etwa 3 Monate später steht Mason wider Erwarten vor der Tür der älteren Frau. Er erklärt ihr, dass er sein Baby haben möchte und es selbst großziehen will. Er hatte den Tod seiner Frau verkraftet und seine psychischen Probleme in den Griff bekommen. Nun war er bereit, ein neues Leben zu beginnen. Zunächst konnte die Frau nicht glauben, dass sich der Mann in so kurzer Zeit so sehr gewandelt hatte. Doch sie freute sich, dass er sein Leben nun endlich wieder in die Hand nehmen wollte. Schließlich erlaubte sie ihm, das Kind mit nach Hause zu nehmen und half ihm dabei, alles einzurichten. Dann verabschiedete sie sich unter Tränen von dem Kind. In der folgenden Zeit besuchte sie ihr Enkelkind jeden Tag und war erstaunt, wie sehr sich der Vater bemühte.
Er hatte sogar eine neue Frau kennengelernt namens Olivia. Sie machte einen netten Eindruck, und die ältere Dame glaubte, dass sie Mason gut tun würde. Sie dachte, das Baby sei nun in guten Händen und könne glücklich in einer Familie aufwachsen. Doch später sollte sich herausstellen, wie sehr sie sich täuschte. Eines Tages, als die Großmutter in ihrem Garten saß, bemerkte sie, dass ihr geliebter Hund nicht mehr da war. Er war vermutlich durch das kleine Loch in ihrem Zaun gekrochen, das sie schon länger reparieren lassen wollte. Gerade als sie sich auf die Suche nach ihrem entlaufenen Hund machen wollte, lief er auf der Straße ums Eck genau auf das Haus zu. Die Frau freute sich, dass ihr Hund wieder unversehrt nach Hause gekommen war. Doch schnell bemerkte sie, dass etwas nicht stimmte. Denn der Hund war nicht alleine zurückgekehrt. Er trug etwas in seinem Maul. Als er näher kam, erkannte die Frau, dass es sich um das kleine Baby ihrer verstorbenen Enkeltochter handelte. Sie war verwirrt und nahm das Kleine sofort in den Arm. Anschließend machte sie sich umgehend auf den Weg zu Mason. Als sie eintraf, rief sie ohne zu zögern die Polizei. Auf der Polizeistation wurde der junge Mann verhört und gestand ohne Widerrede alles. Du wirst nicht glauben, was die Polizisten zu hören bekamen. Es stellte sich heraus, dass sich vor wenigen Tagen seine Freundin Olivia von ihm getrennt hatte. Dies hatte er nicht verkraftet und fiel erneut in ein tiefes Loch. Er fing wieder an zu trinken und befand sich aus seiner Sicht in einer aussichtslosen Situation. Sein scheinbar neues Glück und der hoffnungsvolle Lebensabschnitt entpuppten sich als Albtraum. Daraufhin nahm er das Kind und ging zusammen mit ihm zu den Gleisen. Dort legte er es ab und ging wieder nach Hause. Er wollte das Baby nicht mehr haben und so sein Problem beseitigen. In seinem eigenen Haus plante er dann das Undenkbare zu tun. Was dann jedoch geschah, konnte niemand ahnen. In der Zwischenzeit war der Hund der älteren Frau von zu Hause ausgebüxt und machte sich auf den Weg zu dem Kind. Er musste gespürt haben, dass etwas nicht stimmte. Er lief zu den Gleisen, während seine Besitzerin nichts ahnend zu Hause im Garten saß. Obwohl er nie zuvor an besagter Stelle war, fand er das Kind. Dann packte er den Jungen behutsam an dessen Kleidung, zerrte ihn von den Schienen und brachte ihn anschließend zurück zu seinem Frauchen. Denn er wusste, dass diese sich um das Kind kümmern würde. Die Frau war schockiert, und als der Ehemann ihrer Enkeltochter nicht ans Telefon ging, wusste sie, dass etwas nicht stimmte. Als die ältere Frau später beim Haus des Mannes eintraf, war dieser kurz davor, das Undenkbare zu tun, doch sie konnte es gerade noch verhindern und rief die Polizei. Diese nahmen den Mann später mit auf die Wache und verhörten ihn. Die Beamten waren geschockt und auch die übrigen Bewohner der Stadt konnten es nicht fassen, als diese Geschichte durch die Presse ging. Heute lebt das Kind bei seiner Urgroßmutter und deren Hund und wächst glücklich auf, ohne jemals wieder Angst haben zu müssen, dass ihm etwas geschieht. Wenn dich diese Geschichte genauso berührt hat wie uns, solltest du dir dieses Video ansehen. Ein weinender Elefant fleht einen Mann um Hilfe. Was dann geschah, wirst du nicht glauben. Klicke hier, um die ganze Geschichte zu erfahren.